Hallo, Hallo. schönen guten Tag bei wie heißen wir jetzt? Pithead Studio. Pithead Studio TV, genau. Irgendwas mit Pit. Mhm. Das mit P mache ich aber auch sehr oft. Ja? Ja, dass ich mich vertue, verspreche. Guten Tag. So, und wir wollten weil nämlich aus der alten Zeit und so, Gothic Remake. So, wir waren auf der Gamescom. Ja. Und wurden von unheimlich vielen Leuten gefragt, sagt mal Leute, habt ihr euch eigentlich das Gothic Remake angeguckt? Genau. Haben wir gemacht, so, ne? Und wo war das denn? Das war auf der Gamescom. Ja, das war an unterschiedlichen Stellen. Auf der Gamescom wurde ja nicht nur eine Demo gezeigt, sondern auch, also man konnte im öffentlichen Bereich vorne das Ding anspielen, im hinteren Bereich wurde was erzählt, also im hinteren Bereich, das meint... Business Area. Genau, THQ Nordic hat einen Bereich in der Business Area, in dem das auch angespielt wurde. Dort haben verschiedene Streamer das Ganze auch aufgezeichnet und gezeigt. Zum Beispiel könnt ihr euch das angucken bei Hand of Blood oder angeguckt haben sich die beiden Michas von den Rocket Beans und so weiter. Und diese Videos sind natürlich auch im Internet öffentlich zugänglich und da haben wir auch mal reingeschaut. Also wir haben bei diversen Leuten reingeschaut, wie das so angekommen ist, was da gezeigt worden ist. Wir haben in der THQ Nordic in diesem Businessbereich viele Leute getroffen, haben uns ein bisschen mit Entwicklern unterhalten, haben den Kai Rosenkranz getroffen, hallo Kai, und unglaublich viele Leute sind unfassbar neugierig und fragen uns halt deswegen ganz oft, wie ist denn euer Eindruck, wie findet ihr das und und überhaupt. Ja, was haltet ihr davon? Das ist sehr schön geworden. Genau. Also. Vor allem im Vergleich zum Original, wenn man sich das mal anguckt, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Quantensprung, ne? In der Grafik und auch in dem ganzen Look and Feel und so weiter. Das ist natürlich schon sehr modern und ist deswegen auch anders. Ne? Also das heißt, das ist sehr schön geworden. Und der Nostalgiefaktor, der knallt sofort, ne, oder? Genau, also damals meine ich 2019, haben die ja diesen ersten Teaser rausgebracht. Ja. Und, also gibt noch ein damals, aber... Damals. Ich meine damals. Erstmal nur den Teaser. Ich meine damals. Und genau. Die haben sich dazu entschlossen, den Spielstart zu zeigen in der Demo. Ja? Genau. Und den Spielstart, den habe ich, weiß ich nicht wie viele Male, hunderte von Male von Gothic schon gespielt, weil wir haben das ja damals gemacht, das Spiel. Ich nicht. Und dann haben wir wirklich diesen Spielstart immer und immer wieder gespielt, und das ist so ein Ding, da kennt man irgendwann jede Grasnarbe. Ja? Da kennt man jedes Hühnchen, was dann da entgegenkommt, die Scavenger, da kennt man die Moritz, da weiß man genau, was da passiert im Spielstand und so weiter. Ne? Der erste Jäger, der da unten dich anquatscht, den hast du nicht gesehen. So, und jetzt ist alles komplett anders. Und auch irgendwie nicht. Ja. Genau, die haben eigentlich ziemlich gut dieses Look and Feel wieder eingefangen, was damals da war. Es ist so ein bisschen dark and gritty, es ist dreckig, es ist ganz schön gemacht. Die Musik vom Kai, die gibt da so eine schöne Atmosphäre. Da fühlt man sich sehr schnell nostalgisch. Ja, das ballert sofort und irgendwie auch, guckt man so, Moment, die verlassene Mine, da kann man ja jetzt reingehen, ja. Also irgendwann später in Gothic 2 haben wir das benutzt, um da durchzukommen. Irgendwie Khorinis und so, kennt ihr alle. Aber im ersten Teil gab's das nicht, ne? Die war zu. Und jetzt kann man da reingehen und dann denkt man sich, da ist man ja auch neugierig, da guckt man sich das an, was ist denn da los? Mhm. Die ersten Fleischschwanzen, die an vorbeilaufen und so, also das ballert total, ne? Und trotzdem denkt man sich, okay, was ist denn mit dem namenlosen Helden, was ist denn wie und so, dann 1000 Fragen, die man sich dann stellt und so. Und die haben dann gesagt, okay, pass auf, guckt euch erstmal das Spiel an, mit einem völlig anderen Charakter, völlig andere Charaktere, nein, nicht völlig anders, aber fast anders so, ne, also ist ja schon irgendwie, ne, Diego dabei, aber dann geht schon los, ne? Wer bin ich, warum, wie heiß ich und so weiter, ne? Das ist ziemlich pfiffig gemacht. Das ist super gemacht, so. Und dann denkst du dir, okay, guck, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ist man sofort neugierig, ne? Mhm. Und dann sieht man auch diese ganzen Sachen, das Tor, durch das man durchgeht, und dann wie gesagt, die Mine, dann diese Brücke und so, und überall ist irgendwas, da haben sie Quests verteilt, neue Quests haben sie verteilt, weil es ein anderer Charakter ist, eine andere Geschichte, die da erzählen in der Demo, ja. Und das ist sehr gut gemacht. Das ist sehr nostalgisch, aber es ist auch sehr modern. Das heißt, die haben von beiden Seiten Sachen hinzugefügt,
wo man sagt irgendwie, boah, da bin ich jetzt aber neugierig. So, ja? Genau, es war völlig klar, wenn man ein Remake machen will, dass man ein paar Sachen einfach neu machen muss, einfach um sie zugänglicher zu machen. Ne? Also, dass das Ding nicht ganz so hakelig ist, dass das HUD ein bisschen modernisiert wird und so. Und die haben versucht, das 2-Tastensteuerung zum Beispiel. Ja, aber die haben auch so Elemente gewählt, die trotzdem sehr clean sind. Und das ist etwas, das mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. Und das ist eine gute Entscheidung, eine kluge Entscheidung, das so zu tun, weil wenn du das zurücknimmst, dann kommt die Atmosphäre auch in den Vordergrund. Das ist eine Riesenchance für den Titel, dann auch das zu werden, was es sein soll. Ich glaube, deswegen sind auch alle momentan so begeistert. Es wird unglaublich vieles noch nicht gezeigt, aber das, was gezeigt wird, das Wort, was mir am ehesten dazu eingefallen war, es ist unglaublich vielversprechend. Ja. Ja, und das ist etwas Gutes. Ja. Jetzt müssen es quasi die Maschine noch auf die Straße bringen und dann hat man genau das, was viele sich gewünscht haben. Das ist total schön. Ja. Das Inventar waren damals irgendwelche durchsichtigen Klötze. So, und jetzt haben sie da richtig schön Schnörkel reingemacht und so weiter, moderner gemacht. So erinnert sehr an Skyrim, finde ich. Und das ist cool. Ja, ich meine, wie lange und oft haben wir Skyrim gespielt und so. Und das ist irgendwie gut gemacht, finde ich. Mhm. Und Kampfsystem ist ein sehr mutiger Ansatz, finde ich. Ja, es wurde gesagt, es ist kein Dark Souls, ne? Mhm. Und es soll irgendwie steigerbar sein und so weiter. Und der Ansatz, den finde ich gut, weil du hast damals ja, wenn du irgendwie nächsten Stufe vom Schwertkampf oder so gelernt hast, hast du neue Animationen gekriegt ab einem gewissen Punkt. Mhm. So, ja. Und das heißt, das ist ja mutig, weil am Anfang kann der ja noch nix. Mhm. Der muss sich ja erstmal aufbauen, so, ne? Und wurde auch gesagt. Ja, das wurde gesagt, genau, ne? Und das ist sehr mutig, weil wenn man da tatsächlich jetzt am Anfang schon irgendwie, weiß ich nicht, die Pirouette und den Flickflack erwartet und so, dann kriegt man den nicht. Ne? Aber dafür ist das Spiel ja auch nicht da. Das war früher so und das wird jetzt auch so sein, vermutlich. Das werden wir dann sehen. Mhm. Ne? 2-Tastensteuerung habe ich gerade schon erwähnt. Ne? Das mussten sie ja auch irgendwie verarbeiten, gerade beim Kampf und so weiter. Das ist sehr ambitioniert. Ja. Es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, so ein Ding irgendwie von der nostalgischen Schiene, das, was man gewohnt ist, wenn man es früher kennt und auch viel gespielt hat. Ja, 100-fach, was weiß ich, vielleicht sogar 1000-mal gespielt. Mhm. Diese Passagen da und das getestet und so weiter. Wenn man ein Spiel macht, dann macht man das auch 1000-mal. Dann kennt man das alles und so. Und dann gewöhnt man sich auch dran. Jetzt ist das völlig anders und so. Und dann muss man erstmal sich dran gewöhnen. Mhm. So, ja. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das da weitergeht. Ist sehr ambitioniert. Du hast gerade gesagt, wann haben die angefangen? So, ne? 2018 vermutet man irgendwie, weil die ja auch schon einen Teaser hatten, so 2019, ne? Sind jetzt, wie viele Leute haben die da gesagt, sind die jetzt daran? Also 2030 haben sie zwischendurch gesagt, mal 45 und so, also es ist unterschiedlich viele, mal holen sie welche dazu, mal am Anfang haben sie mit weniger gestartet, aber mittlerweile ist es ein großes Team, was seit vielen Jahren, wir haben jetzt 24, vor 25 kommt es nicht auf den Markt, also könnt ihr euch ausrechnen, wie lange die da jetzt dran sitzen, welche Manpower, die werden auch Outsourcing machen und so weiter. Mit genau, das sieht man auch an den Köpfen, die sind echt gut geworden. Also das ist, man merkt an dem ganzen Ding, dass da unglaublich viel Mühe drin steckt, unglaublich viel Arbeit drin steckt und so. Und das ist halt so eine Gratwanderung. Also ich denke, wenn ich mir das so anschaue immer, es ist ja so eine Mischung aus, es ist halt nur ein Remake, also im Grunde genommen haben sie sich an ein Projekt gesetzt, was schon mal da war, und auf der anderen Seite wünscht man sich ja dann auch, dass es so gut ist oder an einigen Stellen doch dann so spannend oder neu ist, dass auch neue Leute dann sagen, oh, das ist aber toll, das gucke ich mir an, das will ich haben. Also es muss irgendwie ein bisschen beides bieten. Nostalgie bedienen und das mit schönen Elementen und gleichzeitig auch ein neues Publikum ansprechen, damit sich dieses Riesenprojekt über die ganzen Jahre überhaupt rentieren kann. Ja. Und das ist natürlich eine total spannende Geschichte. Und deswegen haben sie auch so viele Ideen, an welchen Stellen sie Dinge bieten wollen. Also es sind unglaublich viele Features, die dieses Ding bieten soll am Ende des Tages. Einige davon haben sie schon gezeigt. Die sehen auch echt geschmeidig aus. Also ich finde das mit dem Bogenkampf zum Beispiel gar nicht schlecht, wie das sich einfügt und so. Ja. So ein bisschen mehr zum Anfassen, so, oder man hat das Gefühl, man hat mehr Kontrolle und solche Kleinigkeiten, die sich da andeuten.
Und oder dass man zum Beispiel die Figur so ein bisschen modularer an- und ausziehen kann. Die Rüstungen sehen sehr schön aus. Und auf der anderen Seite gibt es noch diese große Unbekannte. Das Panorama vom alten Lager, die Unbekannten mit den volumetrischen Wolken und so, habt ihr bestimmt gesehen. Sieht toll aus, ne? Und da will man jetzt hin. Genau, jetzt da möchte man gucken, jetzt hin. Wie sind denn jetzt in der Stadt? Wie sind denn jetzt die Figuren? Kommt um eine Ecke, da ist da so ein Steindings und da kloppt da einer den Weg rein. Ich will hier weiter, so, ja. Und das ist, wie du sagst, so vielversprechend. Ne? Genau, ich möchte auch irgendwie Xardas begegnen und Bodo reden hören. So, ne? Also das ist, den haben wir auch auf der Gamescom getroffen. Bodo, Bodo war wie immer mega. Also, geht um Bodo Henkel, den Synchronsprecher von Xardas. Ne? Genau, richtig. Schönen Gruß an der Stelle. Der ist super. Und das hat auch jedes Mal extrem Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Ja. Das ist ein total super Typ, wenn ihr den schon mal gesehen habt oder so. Wir haben in der letzten Gamescom-Folge von letzten Montag zum Beispiel Fotos mit drin. Und das ist einfach toll, das ist ein Original und das gehört dann auch einfach da rein. Es gibt so viele Dinge, die man dann gerne haben will und da müssen wir einfach noch ein bisschen geduldig sein und weiter warten und gucken, wie es wird. Sehr ambitioniert, sehr schön, sehr vielversprechend. Sie haben sehr viele Sachen auch neu gemacht, tauchen mit Sachen aufsammeln und Zeugs und das sind sehr viele Dinge. Wir schauen uns das an, sind sehr gespannt. Die ganze Welt wartet auf diesen Titel und wollen wir mal gucken. Ja. Also das verspricht auf jeden Fall ein Erfolg zu werden, ja. Weil unglaublich viele Leute neugierig darauf sind. Und als wir jetzt nach Hause gekommen sind wieder, ist das Erste, was gewesen ist, unser Sohn auf uns zugekommen, hat gesagt, irgendwie wird es denn auch erscheinen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben das gesehen und so weiter. Und er hat gesagt, sieht danach aus, ja. Obwohl er jetzt gerade erst quasi den ersten Teil auf der Switch kennengelernt hat, freut er sich jetzt auf das Remake. Und das ist total interessant. Das heißt, das scheint seinen Zauber überhaupt gar nicht verloren zu haben. Und wenn das jetzt das wird, was es verspricht, dann wird's gut. Ja. Haben wir noch etwas? Ja? Wir haben eine Trophy-Box ergattert. Ja? Genau, eine Trophy-Box. Eine Trophy-Box, ne? Fleischschwanz-Ragout à la Snuff. Willst du, dass ich kotze? Nein, wir haben ein Kochbuch gekriegt, ja? Und zwar, das ist ein Gothic-Kochbuch, ja? Genau. Und zwar haben wir das Geschenk gekriegt von Reinhard. Einer der führenden Köpfe, die am Gothic Remake sitzen. Genau. Wenn nicht der führende Kopf. Und vielen Dank dafür. Kulinarische Genüsse aus dem Minental. Ja, so, müssen wir uns unbedingt mal angucken. Das sieht ja ziemlich abenteuerlich aus, was es da gibt. Ne? Hier zum Beispiel, was steht da? Arschkriecher Mandelsulz. Das ist schon mal lecker. Ne? Sieht auch toll aus, oder wie gesagt, Fleischschwanzen-Ragout, was haben sie hier? Gefüllte Orkblätter mit Joghurt-Tunke. Ich bin echt neugierig. Haben die das alles einmal gekocht? Also es sieht so aus, ja. Das sieht auch lecker aus, keine Ahnung. Wir werden das mal ausprobieren. Oh Gott, oder ich weiß nicht, was haben wir denn hier noch? Guck mal, Blutbuchenbrot oder was haben sie da noch hier? Feuergeschnetzeltes. Also lecker sieht das natürlich alles aus, ne? Also das ist wirklich toll. Und ja, mal gucken, ne? Wo kriegt man das? Kann man das als Merch kaufen? Ich hatte das gehört, Hast du gehört, aber ich habe ne? nicht nachgeguckt, ne? Das müsste einfach mal selber recherchieren. Also jetzt kauf muss man was. dazu sagen, dass die Leute bei THQ, die haben es auch echt mit dem Kochen, ne? Geil. Also die kochen unglaublich gerne und gut. Ja. Und deswegen lag das offensichtlich auf der Hand, dann ein Kochbuch zu machen. Minecrawler-Suppe habe ich hier gerade gesehen mit Shrimps. Ist auch geil, ne? Oder? Guck mal hier so, ne? Lecker. Da guckt noch der Dings hier raus. Also, tolles Ding. Vielen lieben Dank. Gucken uns an. Werden wir mal sehen, was wir da zaubern. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Wir haben noch eine Community-Frage. Ach, was? Haben wir die nicht schon beantwortet? Nein. Ach so, ja, hau mal rein. Also die Frage war, seid ihr denn an den Einnahmen von den alten bzw. vom Gothic Remake noch beteiligt? Ja. Und die Antwort ist, nein, das sind wir nicht. Als wir damals die Rechte verkauft haben von den Spielen, dann haben wir sozusagen auch die Möglichkeit damit abgetreten, von zukünftigen Projekten Einnahmen zu bekommen. Aber dafür haben wir ja auch damals Geld bekommen. Das ist genau das Geld, was wir jetzt zum Beispiel, also er und ich, in unser aktuelles Projekt und in die Sachen stecken, die wir jetzt gerade machen. Also Pitted Studio zum Beispiel ist eine neue Marke,
die wir uns ausgedacht haben und die gehört uns. Und das, was die in Zukunft erwirtschaften würde, das würden wir auch dann behalten dürfen. Und wenn ihr jetzt das Gothic Remake kauft, dann unterstützt ihr zu 100% die, also im Grunde genommen THQ Nordic und deren Leute. Und das, was vielleicht noch danach kommen wird, das nächste Projekt vielleicht, was Gothic heißt. Ne? Genau. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr entweder diesen Kanal abonnieren oder ihr könntet auch zum Beispiel unsere aktuellen Sachen kaufen, die wir machen. Wir verkaufen nämlich momentan zum Beispiel ein Song, ein Musikalbum, das ist auch auf Social Media beworben, da könnt ihr ja mal reinschauen. Und in Zukunft natürlich auch das Spiel, an dem wir arbeiten, das dauert aber noch ein bisschen. Du redest von X-Mysteries. X-Mysteries, genau, richtig, Genau. Vielen Dank. Das ist das Projekt, wo wo Björn, ich habe einfach nur da irgendwie auch mitgemacht, assistiert, ja. aber Björn hat mit verschiedenen Leuten Musik gemacht und das kommt jetzt so nach und nach raus und dieses also die erste Single ist schon draußen, das kann man auf Spotify, Amazon und diversen Plattformen tatsächlich auch schon erwerben. Und ihr könnt das einfach benutzen, also ihr könnt das ohne Angst zu haben, dass da irgendwelche Lizenzprobleme gibt, zum Beispiel im Stream laufen lassen. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pithead Studio TV. Genau. Vielen Dank. Ja. Pithead Studio. Das ist so verwirrend.